Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute nochmal Opel. Wir machen direkt an der Scheinwerferfront weiter. Ihr habt ja hoffentlich mein Video zum Status-Update vom M2 gesehen. Tut mir leid, dass ich es da furchtbar verkackt habe mit den Gewindestangen. Wie gesagt, die ist jetzt bestellt. Ich hoffe, dass das wirklich jetzt demnächst endlich mal ein Ende findet. Ich die Turbos tauschen kann, alles wieder zusammenbauen und euch dann auch zeigen kann, dass er wieder läuft. Denn ich möchte den M2, beziehungsweise ich muss den M2 ja im April TÜVen. Jetzt geht es aber, wie gesagt, um die Scheinwerfer. Im letzten Video habe ich ja euch gezeigt, dass ich diesen Scheinwerfer hier die Front aufgearbeitet habe. Das sieht jetzt natürlich deutlich besser aus, aber wie gesagt, ist nicht zugelassen, den so zu manipulieren, den Scheinwerfer bzw. aufzuarbeiten. Plus, ich habe dann noch festgestellt, dass innen drin im Scheinwerfer selber, das hatte ich ja im letzten Video noch reingeschrieben, aber jetzt nochmal die Information für euch. Innen drin ist hier diese Aufnahme gebrochen. Ich denke, das sieht man jetzt ganz gut, wie das hier hoch und runter, also ein bisschen Spiel soll das haben, weil es hier ja auch eine Leuchtweitenregulierung gibt. Aber das ist zu viel, da ist innen drin ein Halter gebrochen, bedeutet, ich kann den sowieso nicht mehr fahren. Das Original oder beziehungsweise ja, Erstausrüster ist eben heller. Hier steht dann auch eine GM-Teilenummer drauf. Über die habe ich auch versucht, Ersatz zu finden. Super schwierig. Opel baut gar keine Teile mehr für den Omega. War ich total irritiert. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Habe dann verschiedene Shops abgeklappert und leider nur relativ günstige Zubehörscheinwerfer gefunden. Also nichts mehr von heller. Es gibt noch was für die Facelift-Modelle, das passt aber bei mir nicht, da ich ja ein 98er Baujahr habe und das ist vor Facelift. Facelift war, glaube ich, 99, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Bedeutet, ich habe jetzt günstigere Scheinwerfer bestellt. Depco kenne ich ehrlich gesagt nicht oder kannte ich nicht bisher. Jetzt hoffe ich mal, dass die passen. Angeblich sollen die passen. Das sieht dann hier so aus. Ist auch wieder so ein Klarglas-Scheinwerfer. Ist natürlich, wie gesagt, von der Verarbeitungsqualität, wenn man das hier vergleicht, diese ganzen Stellen, das sieht halt bei dem Heller-Produkt deutlich besser aus. Ja? Also da merkt man schon, dass das hier jetzt nicht so optimal ist, aber was man auch sieht, dass dieser Spielraum nicht so extrem gegeben ist. Also wenn ich jetzt hier drin wackel, dann kann ich nicht so sehr das bewegen wie bei dem anderen Scheinwerfer. Und hier war das, ne, ich versuche euch das mal so ein bisschen, dass man das so beides sieht. Den kann ich extrem weit nach hinten und vorne und oben und unten. Und bei dem hier ist eben die Varianz deutlich geringer. Also da ist vor allem nach oben und unten kein Spiel. Der kann nur so ein bisschen kippen, aber der kann eben nicht wirklich nach vorne oder hinten. Und der andere, wie gesagt, der ist eben gebrochen. Da bewegt sich praktisch alles. Ja, also der ist komplett lose. So. Und heute möchte ich jetzt einmal von dem Scheinwerfer, von dem Originalscheinwerfer auf den neuen Scheinwerfer umbauen und dann einmal ans Auto stecken und gucken, ob alles funktioniert. Das hier ist natürlich jetzt der falsche Scheinwerfer, bedeutet, ich hole jetzt mal den anderen und dann fangen wir an umzubauen. Das Ganze im Zeitraffer lasse ich jetzt einfach mitlaufen.
So, ich hoffe, ihr habt in der Timelapse gut gesehen, wie ich die Teile von dem alten Scheinwerfer auf den neuen Scheinwerfer umgebaut habe. Ich hatte ein bisschen Probleme hier bei der Befestigung von der Kappe für die Xenonbirne bzw. den Xenonbrenner. Da war das so, dass hier das Teil, wie gesagt, das ist ja ein sehr günstiger Lautsprecher, sehr günstiger Scheinwerfer. Und da war das jetzt nicht so ideal gearbeitet, sprich, wenn wir uns hier das Original anschauen, haben wir ja hier 3 Verschraubpunkte. Hier ist einer und dort ist einer. Und bei diesem Verschraubpunkt kann man das hier ein bisschen erkennen. Schwierig. War auf jeden Fall der Abstand zwischen der Außenkante von dem inneren Teil und der Außenkante von dem Verschraubpunkt. Der war bei dem neuen Jetzt wollte ich Schauspieler sagen, Alter. Also der Abstand zwischen dem äußeren Teil hier und der äußeren Kante, also den jeweils äußeren Kanten, war zu gering. Da hat dieser Deckel bei dem neuen Scheinwerfer nicht perfekt draufgepasst. Deswegen hatte ich dann mit dem Cuttermesser innen ein bisschen was weggenommen. Dann hat das Ganze draufgepasst, dann konnte ich den auch befestigen. Weiterer fummeliger Teil war die Geschichte mit der Leuchtweitenregulierung. Das ist hier dieser Motor, der ermöglicht, dass man eben oder beziehungsweise stellt sicher, dass eine Leuchtweitenregulierung funktioniert beziehungsweise möglich ist. Und da zeige ich euch gleich an dem anderen neuen Scheinwerfer oder ich kann es euch auch an dem alten Scheinwerfer da hinten gleich zeigen. Diesen Motor, der hat so eine Nase und diese Nase muss man in eine Führung einbringen oder beziehungsweise die Nase muss halt in die Führung hier innen drin in dem Scheinwerfer, damit er dann später über den Motorbetrieb das Ganze verstellen kann. Das andere war relativ einfach. Ich habe gesehen, ich habe auch neue Birnen eingesetzt. Hier einmal die Blinkerbirne. Das ist eine PY21W, dann eine neue H7-Birne, die kommt hier hinten rein, die habe ich eingesetzt und dann natürlich einen neuen Xenonbrenner und das ist in dem Fall ein D2S. Die sind jetzt alle neu. Es war noch eine kleine weitere Birne drin, die hatte ich beim Auseinanderbauen gar nicht bemerkt. Ist wahrscheinlich Standlicht oder irgend sowas. Die sitzt da hinten oben drin. Ich hole gleich mal ein Licht. Moment. Ja, es hat die ganze Zeit geleuchtet in der Hosentasche, hervorragend. Genau, da oben in dem kleineren Loch, oder ich markiere euch das jetzt in der Videobearbeitung, da oben das kleine Loch, da sitzt sozusagen diese andere Leuchte. Die hatte ich übersehen, die habe ich jetzt nicht erneuert. Ansonsten sind, wie gesagt, der H7 oder der H7-Scheinwerfer oder die H7-Birne ist neu. Dann diese D2S, also dieser Xenonbrenner ist neu. Und natürlich der Blinker, der dort außen sitzt, habe ich auch neu gemacht. Dann habe ich umgebaut, wie gesagt, diesen Konverter, der eben von den 12 Volt auf die Spannung konvertiert, die diese Xenonbirne braucht. Dann habe ich für das Wischwasser bzw. für die Scheinwerferreinigungsanlage, markiere ich jetzt auch wieder, habe ich das Teil auch entsprechend umgebaut, sodass jetzt hier eigentlich wieder alles dran ist an dem neuen Scheinwerfer. Das sollte jetzt alles passen und wir müssten den am Auto verbauen können. Jetzt zeige ich euch noch die Stelle mit der Leuchtweitenregulierung. Die zeige ich euch am alten Scheinwerfer. So, das ist jetzt wie gesagt der alte Scheinwerfer, aber das gleiche Spiel. Hier oben haben wir noch ein Loch. Das highlighte ich jetzt auch nochmal in der Videobearbeitung. In dem Loch wird der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung eingesetzt. Und ich gucke jetzt mal, seht ihr das da innen drin? Da ist so eine Art Plastikkeil und der hat so eine Aussparung und in dieser Aussparung muss eben der Kopf von diesem Stellmotor rein. Dazu muss man den Scheinwerfer ein bisschen zu sich ziehen. Das kann man hier am besten an der Stelle von dem Xenonbrenner kann man das machen. Da zieht man den Scheinwerfer ein bisschen zu sich her. Dann wandert dieses Teil in Richtung des entsprechenden Gegenstücks am Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung und dann kann man den Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung da einsetzen. So, jetzt habe ich das für einen Scheinwerfer gemacht und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt 2 Scheinwerfer gekauft habe, mache ich das jetzt in Stillarbeit noch für den zweiten Scheinwerfer. Und dann sehen wir uns gleich am Auto wieder, wo ich dann die beiden neuen Scheinwerfer einmal einstecke und wir gucken mal, wie das Lichtbild aussieht. So, nochmal ein kurzer Zwischenbericht jetzt, bevor es dann ans Endergebnis geht. Den einen Scheinwerfer habe ich jetzt schon verbaut und beim Ausbau des zweiten ist mir jetzt etwas aufgefallen, beziehungsweise ich hatte jetzt die ganze Zeit, als ich den Scheinwerfer schon in der Hand hatte, die Vermutung, dass man hier den Schlauch von der Scheinwerferreinigungsanlage auch abziehen kann. Beim ersten Scheinwerfer habe ich den ja nicht rausbekommen, weil das hieran fest war.
und ich deswegen den Scheinwerfer nicht aus dem Auto bzw. aus dem Stoßfänger bekommen habe, hatte dann hier die Schrauben gelöst, um diese Sprühdüse abbauen zu können. Muss man aber nicht, wie ihr sehen könnt. Den zweiten Scheinwerfer habe ich jetzt mit der Sprühdüse ausgebaut. Und das Einzige, was man machen muss, ist den Schlauch abziehen. Zeige ich euch gleich, wie das geht, denn der verriegelt sich hier oben. Das heißt, der sitzt hier oben mit so einer Nase drauf und dann kann man den nicht wegziehen. Das heißt, die Nase muss man nach oben drücken oder ein bisschen rausziehen und dann nach unten. Am besten ein bisschen hin und her wackeln, das ist alles ziemlich fest gewesen. Gut, das war natürlich jetzt auch lange zusammen. Aber es geht, dass man das hier dran lässt, indem man eben, wie gesagt, erst diese Verriegelung löst, die ich euch gleich zeige, und dann das nach unten wegzieht. Dann dreht man das hier so seitlich, dann kann man den Scheinwerfer vorne rausziehen. Jetzt schauen wir uns das am Auto an. So, hier jetzt am Auto und wie wir sehen können, ich highlighte das jetzt, da ist der Schlauch für diese Scheinwerferreinigungsanlage und da ist auch zu sehen diese seitliche Befestigung bzw. diese Nase und die verriegelt sich eben an dem Endstück, was wir eben gesehen haben. Ich versuche das jetzt nochmal überzublenden und die verriegeln sich ineinander. Was man eben machen muss, ist wie gesagt diese Nase zur Seite ziehen und das dann nach unten weg, am besten so ein bisschen rechts-links wackeln, dann geht das. So, und wie gesagt, zweiter Scheinwerfer ist jetzt raus. Ich werde die jetzt mal kurz einsetzen, nachdem ich den zweiten Scheinwerfer umgebaut habe, um mal diesen Lichttest zu machen. Aber ich werde es danach wieder zurückbauen, denn ich werde hier vorne ja die ganze Front reinigen und auch den Stoßfänger entsprechend mit Vertan behandeln. Hier auf der einen Seite sehen wir schon, sitzt der neue Scheinwerfer schon drin. Hier habe ich jetzt aber noch keinen Lichttest gemacht. Die Düse ist hier unten auch dran. Allerdings sehen wir hier an der Seite, den Schlauch für die Reinigung habe ich noch nicht angeschlossen. Das mache ich dann von unten, wenn ich den hochhebe und die Stoßstange wieder montiere. Das lasse ich jetzt erstmal so, aber der Scheinwerfer sieht deutlich besser aus. Jetzt baue ich mal noch den zweiten Scheinwerfer um, stecke den da ran und dann schauen wir mal, ob es lichttechnisch alles funktioniert. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt beide Scheinwerfer mal provisorisch montiert. Auch auf der Beifahrerseite habe ich das jetzt mit dem Anschluss für die Reinigungsanlage noch weggelassen. Wie gesagt, ich muss hier ja unten drunter nochmal alles sauber machen und deswegen werde ich die jetzt gleich wieder ausbauen, die Scheinwerfer, nachdem ich das Video hier für euch fertig habe. Es ging jetzt nur darum, einmal zu zeigen, wie man die verbaut. In einem weiteren Video, wenn es dann ans Putzen geht, fange ich hier vorne mit der Stoßstange an, werde darunter alles sauber machen und natürlich auch hinter den Scheinwerfern. Werde dann wieder alles schön zusammenbauen. Werde auch hier unten, habe ich mir jetzt überlegt, für diese Park-Distance-Sensoren, also das kann unmöglich original sein. Es hat sich jetzt leider noch keiner gemeldet, aber das ist definitiv nicht OEM. Das heißt, ich werde die hier trennen, werde die ein bisschen kürzer machen, mache da einen Steckverbinder dazwischen, sodass man das relativ einfach dann zukünftig an- und abbauen kann. Weil so wie es jetzt verlegt ist, wie gesagt, ist es ja direkt durch die Stoßstange durch. Da war so ein ganz cleverer am Werk. Deswegen, wie gesagt, knipse ich das hier ab, mache hier Stecker ran, dann kann man das einfach wieder montieren und demontieren. Völlig problemlos für die Zukunft und dann werde ich auch hier diese ganze Kabelführung werde ich ändern, dass das unterm Schlossträger oder vorm Schlossträger läuft. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ein bisschen ordentlicher. Und in eine Richtung, Batterie habe ich jetzt schon wieder rangeklemmt. Ich hätte gesagt, ich stelle mal die Kamera auf und dann schauen wir, was das Leuchtbild sagt, ob noch alles geht. Also es ging vorher ja nicht alles, vorher ging ja die Leuchtweitenregulierung nicht. Mal schauen, ob die jetzt tut, beziehungsweise ob sich überhaupt irgendwas bewegt und wie das Lichtbild dann ist. So, jetzt probiere ich mal, ob der vielleicht sogar so eine Home-Light-Funktion hat, wenn ich hier auf den Schlüssel drücke. Ja, entweder Batterie leer. Ah ne, er hat abgeschlossen. Okay, also die Blinker gehen schon mal. Jetzt setze ich mich mal rein und wir schauen mal, was die anderen Scheinwerfer sagen. Aber dass die Blinker gehen, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. So, ihr seht es jetzt, bevor ich sehe. Oh, Zündschlüssel. Gott, so selten hier drin gesessen. Da. Okay. Mache ich mal Standlicht. Ja, okay, das sind tatsächlich diese kleinen Birnen an der Seite, wo ich ja dummerweise beim Auseinanderbauen nicht auf dem Schirm hatte. Da muss ich auf jeden Fall eine neue kaufen. Das sind jetzt die alten, aber es sieht gut aus, es funktioniert. Leuchtbild ist auch in Ordnung. Jetzt gehen wir mal auf das normale Fernlicht. Das müssten jetzt eigentlich die Xenonbrenner sein. Oh ja. Boah, das sieht aber schon gut aus, hätte ich gesagt. Ich versuche, ob ich euch mal ein bisschen tiefer noch bekomme von der Kamera her. So, jetzt habe ich euch mal noch ein bisschen tiefer gesetzt. Also das sieht top aus.
Also jetzt rein von der Lichtwirkung. Ist ja jetzt gar nicht richtig verbaut. Also sprich, die Höhe wird nicht stimmen, aber es sieht erstmal gut aus. So, was haben wir noch? Blinker haben wir ja schon gesehen. Was gäbe es denn noch? Es gibt noch Nebelschlussleuchte. Gucken, ob sich da was tut. Ah ja, die sind jetzt unten angegangen. Okay, gut, die hatte ich ja gar nicht am Wickel. Mache ich die mal wieder aus. Fernlicht können wir noch testen. Wo ist denn hier Fernlicht bei dem Auto? Tut mir leid, ich bin mit dem Auto noch nicht wirklich gefahren. Ah, Fernlicht, ich habe es gefunden. Schauen wir mal. Jo, auch das funktioniert. Ja, hervorragend. Und das auf Anhieb. Unglaublich. Okay. So, machen wir das auch wieder aus. Licht aus. Und Zündung aus. So, okay, ich hatte natürlich noch das Licht an, deswegen hat er sich so ein bisschen beschwert gerade. So, Licht ist aus und ihr habt gesehen, es hat alles funktioniert. Insofern, das wäre jetzt die Anleitung für euch, wie ihr die Scheinwerfer ausbaut. Wie gesagt, Haupterkenntnis ist die Geschichte mit der Reinigungsanlage. Gott sei Dank passen jetzt die Zubehörscheinwerfer, also zumindest mal konnte ich alle Lampen verbauen. Wir gucken jetzt uns das Ganze noch mal ein bisschen von nahem an. So, also wie gesagt, jetzt noch mal von nahem. Also auch diese Zubehörscheinwerfer, auch wenn das von der Verarbeitung nicht so toll ist, haben hier diese Gummilippe, damit das alles schön abschließt. Von den Verschraubpunkten sind sie identisch. Das heißt, wir haben hier oben die 2 Verschraubpunkte und dann haben wir dort unten noch mal einen. Den sieht man jetzt nicht ganz so gut. Ich werde den wieder highlighten, aber der ist eben auch noch da. Und dann ist es immer ein Mordsgefummel, den Scheinwerfer hier rauszubekommen, denn es stößt immer hier unten an dieser Reinigungsdüse an, beziehungsweise verkeilt sich dann hier oben mit der Abdeckung von dem Xenonbrenner. Ist also immer etwas schwierig, das da rein und raus gewurstelt zu bekommen. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe die ganze Stoßstange demontiert, damit ich hier nach unten ein bisschen mehr Spielraum habe. Habe hier diese kleinen Zierleisten abgebaut, aber ich denke, da kommt man nicht drum herum. Das muss man machen. Das Einzige, wo man sich eben, was ich beim Auseinanderbauen beim ersten Mal falsch gemacht habe, man kann sich sparen, diese Düse hier im eingebauten Zustand zu demontieren, sondern man kann die dran lassen und einfach hinten den Anschluss abklipsen. Ja, und wie gesagt, das war es jetzt fürs heutige Video. Beim nächsten Mal, wie gesagt, mache ich hier vorne mit dem Reinigen der Front weiter, den ganzen Unterbau und auch alles einmal richtig schön sauber machen, die Kabel neu verlegen, damit das wieder top ist. Und wenn ich dann vorne schon alles abhabe, werde ich wahrscheinlich im nächsten Schritt auch tatsächlich dann Kühlerpaket rausnehmen und mich gleich daran machen, den Zahnriemen zu wechseln. Denn wenn ich dann schon angefangen habe, hier alles zu demontieren, dann bietet es sich ja an, wie gesagt, Kühlerpaket raus, in dem Zuge dann auch gleich Kühlmittel erneuern, Zahnriemen neu machen, den Keilriemen neu machen und allgemein mal gucken, wie es da sozusagen aussieht vorne, ob da alles dicht ist oder ob ich da vielleicht noch einen Simmerring oder irgendwas wechseln muss. Ich weiß ja nicht, wie das bei dem Motor ist mit Kurbelwelle und so weiter, aber das sehe ich dann, wenn ich das zerlegt habe und bei der Gelegenheit dann auch hier Luftfilterkasten. Das heißt, bevor wir jetzt beim nächsten Video an das große Saubermachen im Innenraum und im Außenkleid gehen, werde ich beim nächsten Video mich darauf konzentrieren, hier vorne alles schön sauber zu machen und eben weiter zu demontieren und vorzubereiten für den Zahnriemenwechsel. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.